zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den E46, genauer um einen 325 Ti Kompakt, und ich zeige euch im heutigen Video, wie ihr die Koppelstange an der Vorderachse wechseln könnt. Ihr braucht dazu nicht besonders viel Werkzeug, lediglich einen Schlagschrauber bzw. eine Ratsche mit verschiedenen Nüssen, einen entsprechenden Wagenheber, eine Drahtbürste und natürlich einen neuen Satz Koppelstangen plus einen Maulschlüssel oder einen Maulschlüsselsatz. Und als erstes beginnen wir wieder mit dem Abnehmen des Rades, und der nächste Schritt ist dann, den Stoßdämpfer ein bisschen zu komprimieren. Das könnt ihr mit einem zweiten Wagenheber machen, das zeige ich jetzt im Anschluss, und dann kommt eben der Prozess des Koppelstangenwechsels. Auch hier ist es so, dass ich, nachdem ich das Rad demontiert habe, auch wieder die Radnabe säubere. Das habt ihr ja vielleicht schon in anderen Videos von mir gesehen. Das würde ich auch immer empfehlen, dass ihr das macht. Und ansonsten ist es jetzt so, der Prozess ist ziemlich straightforward. Das heißt, nachdem ihr den Stoßdämpfer ein bisschen komprimiert habt, müsst ihr lediglich zwei Verschraubungspunkte der Koppelstange lösen. Ein Verschraubungspunkt befindet sich am Stoßdämpfer, der andere Verschraubungspunkt der Koppelstange befindet sich am Stabilisator. Und das ist auch genau die Aufgabe, die die Koppelstange hat. Die Koppelstange leitet sozusagen diese Energie des Dämpfers, der, wenn über Bodenwellen oder Schlaglöcher fährt, eben komprimiert oder eben gegebenenfalls auch extrudiert wird, also sprich sich zusammenzieht oder eben entsprechend erweitert. Diese Energie wird über die Koppelstange an den Stabilisator weitergegeben, und der sorgt dann dafür, dass diese Energie auch auf die andere Fahrzeugseite kommt, sodass das Fahrzeug weniger wankt und insgesamt einfach spurtreuer ist und stabiler. Und ab und an passiert es eben, dass diese Spurstangenköpfe ausschlagen oder verschleißen, und dann muss man sie tauschen. Da der Tausch aber wirklich relativ einfach ist und auch schnell durchgeführt, würde ich deswegen nicht extra in die Werkstatt gehen, sondern das kann man auch gut zu Hause machen, sofern man eben einen Wagenheber hat, beziehungsweise zwei Wagenheber. Wir müssen ja auch den Stoßdämpfer komprimieren. Und ja, es ist wirklich eine Sache von, sag ich mal, maximal 20 Minuten. Vor allem, wenn man eben weiß, welche Maulschlüsselgröße man braucht und welche Nussgröße, ist das sehr, sehr schnell gemacht. Den Tauschprozess unterlege ich jetzt mit ein bisschen Musik und lasse es etwas schneller laufen, denn sonderlich viel gibt es zu dem Prozess nicht zu sagen. Da sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Insofern, jetzt folgt also der gesamte Tauschprozess.
das war auch schon der ganze Zauber in Sachen Koppelstangenwechsel. Ist aber wirklich einfach und gut selber zu machen. Ich hoffe, es war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!